Servus zusammen. Ich zeige euch heute, wie man beim Golf 4 die originalen Lüftungsgitter einmal ausbaut und dann die Bohrer-Lüftungsgitter oder Lüftungsdüsen besser gesagt einbaut. Schauen wir uns das Ganze mal an. Warum baut man die überhaupt um? Warum sind die so beliebt? Warum kosten die echt ein Schweinegeld? Warum macht man das? Was heißt denn so ein Tag teuer? Ja, was kosten die? Also ich habe die für 80 bekommen. Aber die werden ganz oft auch für 100, 120 Euro verkauft, wenn die komplett im Set sind. Dann weiß man auch nicht, ob die Beleuchtung noch funktioniert, weil das ist nämlich auch ein Punkt. Also erstmal, man sieht, man kann Beifahrer- und Fahrerseite unabhängig voneinander öffnen und schließen. Was auch interessant ist, dass quasi zu und offen genau andersrum ist wie bei den Originalen. Dann verstellt man natürlich nicht mit diesen komischen Dingen in der Mitte quasi die Luftführung, sondern hier unten mit einem Rad. Noch dazu, hier diese Symbole sind nicht beleuchtet, wenn quasi Standlicht an ist, quasi wenn allgemein alle Schalter beleuchtet werden, leuchtet das hier nicht. Hier ist es so, dass die mitleuchten, also die 0 und der sitzende Mensch. So schauen die ganzen dann offen aus. Das ist natürlich auch ein Optikeffekt, wo viel besser ausschaut, wenn die hier so komplett geschlossen sind. Fangen wir mit der einfachsten Düse an, rechte Seite. Ich mache es immer so, ich klappe die so ein Stück nach unten, dann kann man wieder mit der Hand hier dagegen drücken oder mit dem Schraubenzieher reingehen und die dann leicht quasi nach innen zum Fahrzeug hebeln und dann rutschen hier diese Führungsbolzen, rutschen dann raus, man kann die dann einfach rausziehen. Diese Schale hier dahinter, wo das ganze Gitter drin sitzt, die ist auch nur reingesteckt, die geht manchmal ein bisschen schlecht raus, da kann man auch schauen, dass man mit dem Schraubenzieher die ein bisschen nach innen biegt, ein bisschen raushebelt. So, da brauche ich jetzt mal beide Hände. Ich halte die schon. So, und schon ist draußen. So, als nächsten Schritt, damit man die anderen Düsen reinmachen kann, die haben ja eine Beleuchtung, dementsprechend auch ein Kabel. Hier sieht man diese, ja im Prinzip diese viereckige Markierung, die ist original dann geschlossen. Wenn man die Kabel da durchführen will, muss man halt hier ein Loch bohren. Jetzt bauen wir aber erstmal die anderen Düsen noch aus. Bei den mittleren Düsen hier dasselbe Prinzip, ein bisschen nach innen biegen, dann kann man die rausnehmen. Oh, hier ist das Gummiding runtergefallen. Muss mal aufpassen, dass man nichts verkratzt, falls man die wieder hernehmen will. Genau, aus dem brechen die auch gerne mal, wenn das Auto schon älter ist. Hier ist der quasi Träger nicht einfach nur reingesteckt. Wir haben hier drüben und hier eine Schraube. Das ist ein 20er Torx. Habe ich auch schon parat. Wenn die beiden Schrauben gelöst sind, der Rest ist auch nur gesteckt, das hängt aber immer ziemlich straff drin. Die Taster hier sind hinten auch angesteckt, da sind die Leitungsstränge meistens mega kurz, das heißt, ich würde die vorher gar nicht rausmachen, wobei ich jetzt sogar hier unten hinkommen würde über einen Getränkehalter, der ist auch ganz easy mit den Clips rauszumachen. Aber ich mache das jetzt so, ich tue jetzt an der Seite die Blenden raushebeln, damit ich mehr Platz habe, um irgendwo hinzugreifen. Bei mir sind es nur 2, bei manchen sind da gar keine, wenn man Sitzheizung hat. Man sieht schon, ich habe hier noch Gasanlage. Ja, ist ja mein neuer Daily, richtig geil. Da tue ich mir mal ein bisschen den Leitungsstrang raus, damit da nichts blockiert. Ah, cool, habe ich gar nicht gesehen. Ist sogar mit dem Stecker. Ich hätte gedacht, ich muss das jetzt irgendwie hier durchfriemeln. Hast du die Gasanlage selber eingebaut? Nee, die ist schon seit 15, 20 Jahren, oder wann, was ist denn ja für ein Baujahr? Ich glaube 89 und seit 99 oder 2000. 89. 98, so rum, ja. Genau. Das heißt, seit 99 oder seit 2000 ungefähr ist die Gasanlage drin. Den hat von meiner Ex der Vater als Jahreswagen gekauft und seitdem ist er den gefahren und gleich am Anfang halt auf Gas umgebaut. So, jetzt schau ich mal, den Stecker müsst ihr noch gut rausbekommen.
Ja, der hat auch schon ein paar Kilometer, ne? Ja, 500.000. Ja, ich komme sogar an den Warnblinkschalter auch ganz gut hin. Schauen wir mal, ein bisschen wackeln und schon ist er von allein abgesteckt. Anstecken wird dann wieder schwerer. So, und jetzt mit ein bisschen Gewalt rausziehen. Zack, draußen. Natürlich mit vorsichtiger Gewalt, wir wollen ja nichts zerstören. Ja. So, die neuen. Müssen wir schauen. Hier brauchen wir keinen Ausschnitt. Hier kann man unten durchgehen, wo quasi auch die Originalleitungsstränge lang gehen. An der Fahrerseite hier erstmal wieder das gleiche Spiel. Einmal so ein bisschen rein und raushebeln. Dann Lichtschalter raus. Der geht ganz easy raus. Man dreht auf 0, drückt ihn und dreht ihn dann ein Stück und zieht gleichzeitig. So, abstecken. So, ist draußen. Den Stecker drücke ich gleich nach hinten durch. Da haben wir dann auch wieder eine 20er Torx-Schraube. So, und dann Da ist noch eine. ist da noch eine. Oben links im Eck. Tatsache. Ja, wie ist denn der Motor so benannt nach einer halben Million? Was haben wir hier? Ein 2 Liter 8V, ne? 2 Liter 8V, wo wir schon öfter drüber geredet haben. Mein Lieblingsmotor eigentlich im 4er Golf. Der ist immer noch gut benannt, der läuft auch, hat gar keine Probleme eigentlich. Nur, dass er halt jetzt durch den Verschleiß schon relativ viel Öl und Wasser verbrennt, wenn man ja, Autobahnfahrten, also quasi hohe Drehzahl, so in der Stadt eigentlich nicht. Und deswegen ist er dann jetzt eigentlich auch länger nicht mehr gefahren, weil halt immer auf der Bundesstraße gefahren werden musste und dann jede Woche Öl nachkippen musste. Und ja, jetzt wird er halt wieder hergerichtet für mich. So, ich bohre jetzt das eine Loch, wo wir hier nachrüsten müssen. Zack, und drin. Oh, das ging ja schnell, ne? Ja, ist ja zum Glück nur Plastik. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich entweder die Airbag-Abdeckung wegnehmen oder das Handschuhfach ausbauen, damit wir von hier bis darüber unsere Kabel legen können und von hier dann rüber zum Lichtschalter, weil auf den Lichtschalter müssen wir draufgehen für die Beleuchtung. So, der Bene lötet da jetzt schon mal ein paar Kabel an, dass wir das nicht im Auto machen müssen. Jetzt verzinnt er die erstmal vor. Stromschlauch nicht vergessen. Ach, hat er schon drauf, sehr gut. So, das machen wir jetzt bei allen Düsen. Nee, stimmt gar nicht. Das machen wir erstmal nur bei der, führen alle Kabel zur Mitte, löten dann in der Mitte dran und gehen von da aus zur letzten Düse und zum Lichtschalter. Gut, dann machen wir es so. So, wie vorher gesagt, Handschuhfach weg oder Airbag. Wir machen es jetzt gleich am Airbag. Die Klappe einfach hier oben ein bisschen sich einhängen und vorziehen. Dann kann man die nach oben klappen. Hier ganz wichtig, wenn ihr das so macht und nicht das Handschuhfach weg, dann müsst ihr wirklich sauber arbeiten. Also es geht jetzt nicht, dass ihr die Kabel hier drüber spannt, weil Leute, das ist der Airbag, der geht auf beim Unfall. Aber man kann hier hinten, da kommen wir quasi mit den Kabeln raus. Und im Prinzip gehen wir hier unten lang, oberhalb vom Handschuhfach, gehen hier komplett unten durch und gehen hier dann rüber. Und hier sieht man, glaube ich, einen Schraubenzieher schon. Da ist keine, also da kommt man dazwischen einfach durch. So, zum Einbau. Wir müssen jetzt, also erstmal die wird nicht mehr festgeschraubt. Hier hat man gar nicht die Möglichkeit noch festzuschrauben. Wir müssen jetzt die Kabel einmal durch unser gebohrtes Loch durchfädeln. Das ist jetzt ein bisschen Spielerei. so, vor allem wenn man so Wurstfinger hat. Ich glaube, da müssen wir kurz eine Zange holen.
So, Kabel sind durchgefädelt. Jetzt immer ein Stück nachschieben, dass die nicht irgendwo aufschrammen. So, wenn das Kabel ganz durch ist, dann ist die Düse hier auch nur noch reingeklipst. So, bleibst du erstmal offen. So, und so schaut es dann im eingebauten Zustand aus. Hat was. So, jetzt wie gesagt die Kabel hier einmal so unterm Airbag durchführen. Unterm Airbag, ganz wichtig, unter dem Airbag. So, und dann hier in der Mitte raus. Was mir gerade einfällt, hier mit dieser Airbag-Klappe, ganz wichtig, oder was oft vergessen wird, ne, ein Spätzle von mir, der hat sein ganzes Armaturenbrett mal sauteuer in Alcantara überziehen lassen. Ne? Und da wurde was vergessen, ne? Und zwar ein Airbag-Schnitt quasi. Wenn man das mit überziehen will und das legal sein soll, dann muss man hier eine Naht setzen, eine spezielle, dass wenn der Airbag aufgeht, quasi hier die Naht aufreißt und er halt einfach nicht in der Funktion gestört ist. Und der hat das vergessen, ne? Dann war das Ganze illegal, dann hat er riesig Ärger gehabt und ja, im Prinzip das ganze Geld für die Katz. Um wie viel Geld reden wir da, so ein Armaturenbrett beziehen? Hast du da irgendeinen Richtwert? Er hat es nicht bei einer großen Firma machen lassen, ne? Und er hat halt komplett, ne, Himmel, A-Säulen, B-Säulen, Mittelkonsole, er hat alles überziehen lassen und das hat ihm 2.500 oder so oder 3.000 gekostet, soweit ich weiß. Klingt jetzt gar nicht so viel, ne, für die ganzen Teile. Ja, das ist halt, ne, was man halt unter viel versteht. Also ein Spätzle von mir hat bei einem Bohrer die Türverkleidungen gemacht. Ne, nur die Türverkleidungen, ja, und hat 1,5 abgedrückt. Gut, das war jetzt kein echtes Alcantara, soweit ich weiß. Also Kunst-Alcantara oder wie man das da nennt oder keine Ahnung. Also Fake-Alcantara im Prinzip. Echtes Alcantara ist natürlich der Stoff schon sauteuer. So, jetzt sind wir hier am Stecker vom Lichtschalter. Die Masse habe ich jetzt gerade schon ausgepinnt. Jetzt pinnen wir gleich noch die Klemme 58 aus. Das ist hier der grau-gelbe, der zweite. Das steht übrigens auch hier drin im Schalter. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. Ja, man erkennt, man erkennt, dass da was steht über den Pins. Ja, da stehen auf jeden Fall die Klemmbezeichnungen. Und an die beiden Pins hängen wir uns jetzt mit dazu. Wir werden dann den Pin hier abschneiden und einen Doppelanschlag in dem Kabel machen, dass wir ein zweites in dem Pin. Wir haben nämlich hier diese Timer-Pins da. Wenn man die nicht da hat, dann muss man halt wirklich schauen, dass man das Kabel durchtrennt und anlötet. Ja. Oh. Ja, dann pinnen wir mal aus. Ah ja, was ich noch kurz zeigen wollte, hier beim Lichtschalter. Wir haben ja hier eine Nase und hier eine Rastnase. Und wenn wir jetzt, was wir vorher gezeigt haben, hier reindrücken und dann drehen, dann passiert bei der Nase nämlich, zack, weg. Und so kann man ihn dann rausziehen, dass man das mal gesehen hat einfach. So, ja, mal schauen. Der erste Pin hat sich ein bisschen gewehrt. Wir haben hier Auspin-Werkzeug natürlich extra dafür. Dann muss man hier oben die Nase hochlupfen. Er bewegt. Jetzt kommt er. Jetzt ist er. So, jetzt haben wir ihn draußen. So, was wir jetzt gemacht haben, wir haben die Doppelanschläge jetzt hier gemacht mit den neuen Pins, haben die wieder eingepinnt in den Stecker, haben die Kabel auch schon in die Mitte geführt, wie man hier sieht, hängt schon ein bisschen was rum. Und jetzt kommt die Abdeckung hier wieder rein. Mal schauen, einmal den Stecker da durchfummeln. Und dann müssen wir den hier beachten. Zack. So, schon ist es drin, dann müssen wir es noch festschrauben.
Da entfällt jetzt oben links die Schraube und die kommen wir jetzt nicht mehr hin. So, hier in der Mitte tun wir jetzt die Kabel nicht alle verlöten, ne? Weil das ein bisschen zu viel ist zum Löten und im Auto löten sowieso mal blöd ist. Wir setzen jetzt hier einen Crimp, das heißt im Prinzip, wir verbinden alle Masseleitungen einmal. Dann kommt hier eine Ader-Endhülse drüber. So, alles was überschaut, abknipsen. Schrumpfschlauch drüber. Und einmal vorne zudrücken, damit es geschlossen ist. Dasselbe jetzt noch bei der Ansteuerungsleitung. Jetzt hier das Ganze sauber zusammengekrimmt, Kabelbinder noch, damit es ein Strang ist. Und bevor wir das Ganze jetzt hier wieder reinstecken, die Taste anstecken, testen wir einmal kurz, ob es leuchtet. Also hier leuchtet alles. Hier leuchtet es auch, hier immer ein bisschen eine trübe Stelle, aber okay. Und hier drüben leuchtet es auch. Ja doch, ich denke man sieht's. Ja, ich kann ja mal ganz kurz den Kilometerstand zeigen, wenn das irgendwen interessiert. Wobei 4,35 stehen hier jetzt. Der stimmt aber nicht ganz, ne? Da wurde mal um 75.000 Kilometer zurückgedreht. Andere Geschichte, aber das werde ich sogar wieder justieren, dass korrekt ist. Jetzt wieder einbauen, wieder das ekelhafte, die Schalter anstecken. Ja, das Blöde ist halt wirklich, dass der Kabelstrang da so kurz ist, dass man da halt extrem beschissen hinkommt. Und man braucht da sehr viel Fingerspitzengefühl. Aber der Bene macht das schon, ne? So, wir haben es angesteckt bekommen, nach ein bisschen Fummlerei. Jetzt noch die Heckscheibenheizung. Hoffentlich geht die ein bisschen schöner. Richtig rum. Ja. Wer hält überhaupt gerade die Lampe? Ja, wir können das ja mal kurz zeigen, wie der Bene das immer macht hier. Das ist so seine... Der Move. Ja, das macht er immer so. Mich nervt es immer jedes Mal, wenn ich die Lampe von ihm will, ist die angesabbert ohne Ende, aber... Ja, so ist das halt, ne? So manche Gewohnheiten kriegt man nicht mehr wegtrainiert. Mach mal Licht an, ob der jetzt auch läuft. Ach so, nee. Ist der kaputt, der Schalter? Wieso? Die leuchtet doch normal dann auf. Ja, wir haben ja keine der Zündung und Alter. nichts an, also kann gar nicht gehen. Okay, stimmt. Ja, nur weil das hier auch... Hast du einen Schlüssel da? Ja, ja, klar. Liegt hier. Probieren wir doch mal aus. Jetzt da. Ja, funktioniert, einwandfrei. So, Abdeckung rein. Welche sind da richtig? Die da können passen. Könnte. Hier nochmal, weil es so schön war eben. Ne? So, ist aber falsch. Hier ist auch falsch. So viel zum heutigen Video. Bohrer Lüftungsdüse einbauen. Ich finde es optisch ziemlich geil. Die Beleuchtung ist mir zum Beispiel nicht so Mach wichtig. mal nicht mit deiner Hand den Himmel dreckig da oben. Da kommt ein anderer Himmel rein. Ach so, dann ist egal. Alcantara. Habe ich auch noch übrig. Und jetzt sehe ich es gerade erst in der Frontkamera. Ich habe die ganze Zeit meine Brille aufgehabt. Warum sagst du denn nichts? Ja, ich dachte, das ist Absicht, so das sah so wichtig aus. Also bis zum nächsten Video. Unten auf Abonnieren drücken, wenn ihr immer aktuell bleiben wollt. Und bis dann.